Rückspiel im Stadtderby FC Turin gegen Juve. Wir sind ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Dort spielen wir gegen Manchester City. Hoffentlich dann mit glücklichem Ausgang, dann ins Finale. Und hier in der Liga haben wir 4 Punkte vor Inter. Da hoffe ich natürlich auch immer noch mal auf 1, 2 Ausrutscher. Aber ich glaube, dass wir ebenfalls nicht ganz fehlerfrei aus der Saison hier rausgehen. Also ich vermute, dass wir vielleicht noch so 1, 2 Spiele haben, wo wir eventuell auch noch mal 1, 2 Punkte liegen lassen. Aber es muss ja nicht unbedingt heute sein. Mit veränderter Aufstellung. Ja, klar nach dem Spiel gegen Paris, dass ich nicht hier die volle Garde wieder spielen lassen kann. Innenverteidigung ein bisschen umgestellt. Larsson wieder vorne. Bremer ist aber da. Der ist immer noch fit. Gertruida und Rugani. Da muss ich gleich nochmal umstellen. Das stimmt so nicht. Da muss ich einmal hier mit Rugani tauschen. Ihr seht da Dahoud und Kamavinga drinne, Larsson und ansonsten, ich wollte Buffon auch nochmal spielen lassen, aber der soll seine Kräfte schonen, vielleicht so für die letzten Ligaspiele, wenn es dann vielleicht schon entschieden ist. Oder dann natürlich auch fürs eventuelle Champions League Finale. Je nachdem, was das bringt. Mal gucken, was Kamavinga jetzt hier bringt. Und Larsson, kriegt er den Rebound? Nee, schade. Erster Gewaltschuss, erster Warnschuss. Und bei unserer momentanen Verfassung ist das eigentlich nur folgerichtig, dass wir gleich wieder so beginnen wie die letzten Spiele. Es ist wirklich sehr, sehr druckvoll. Dahoud, der Ball in die Mitte wäre es gewesen. Schade. Also, am Ende der Saison bewahrheitet sich doch, die Viererkette ist wirklich Meta. Also jetzt bei mir, für meine Verhältnisse, Viererkette spiele ich auch gerne. Kann ich auch gut spielen, glaube ich. Und seitdem wir die spielen, sind wir unter anderem ins Halbfinale eingezogen, haben in der Liga einen guten Run. Würde ich eigentlich sagen, stehen hinten viel, viel stabiler. Und machen auch vorne irgendwie mehr Tore. Nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall zwingender. Als auch mit der Dreierkette, da hat man vielleicht zu viele Optionen, aber Dreierkette, die kann man immer mal wieder spielen. Das ist nicht verkehrt. Larsson und jetzt Chiesa, der hat den Platz. Schade, bisschen verzogen. Was ist das immer für ein Bug mit den Haaren, ey? Die werden immer so lang gezogen, auch bei Vlahovic. Schade, ich dachte, der nimmt den mit der Seite. Naja. Und auch hier wieder Rugani, der war jetzt nicht schwer zu gewinnen, aber die Tatsache alleine, wie gesagt, dass für Bremer, Ndika, Rugani, das sind echt super, super Innenverteidiger. Solltet ihr euch merken, wenn ihr auch mal eine Karriere vorhabt, vielleicht im nächsten Spiel, EA Sports FC. Also Bremer auf jeden Fall, der hat ja gegen PSG zweimal alles weggeräumt. Da war ja eigentlich gar kein Durchkommen für Mbappé und Neymar. Oh, Fehlpass, schade. Ja, und Turin, die sind so im gesicherten Mittelfeld. Die waren 10. glaube ich. Wollen jetzt noch das Derby hier wahrscheinlich gewinnen und uns die Meisterschaft so ein bisschen schwerer machen. Achtung, Fehler! Und das Tor! So schnell kann es gehen. Einmal nicht aufgepasst. Einmal in der Abwehr geschlafen und schon gibt es das Gegentor. Und gerade Rugani, den ich gerade noch so hoch gelobt habe, warum Castells da schon rauskommt, weiß ich nicht. Der hätte einfach auf der Linie bleiben müssen, dann wäre gar nichts passiert wahrscheinlich. Aber so ist natürlich die Lücke da. Und Turin führt. FC Turin. Durch Varenexea, wenn man den so ausspricht. Der Albtraum eines jeden Kommentators in echt. Eine Mannschaft mit solchen Spielernamen, viel Spaß. Da muss halt jedem Spieler einen Spitznamen oder so geben. Tja, aber das ist genau das, was ich sage, was ich so im Gefühl hatte. Wir werden hier nicht durchmarschieren. Das werden die anderen aber auch hoffentlich nicht. Bremer hat einen Fuß dazwischen, sehr gut. Deswegen diese 4 Punkte Vorsprung sind wirklich Gold wert. Alleine der Tatsache geschuldet, dass wir halt auch nicht jedes Spiel gewinnen, aber wir werden uns hier reinkämpfen. Wir machen das, wir kriegen noch die eine oder andere Chance. Jetzt zum Beispiel, aber das kann Larsson nicht. Dieses mit der Seite einfach mal reinzirkeln aufs lange Eck, das kann er nicht. Das will er vielleicht auch nicht. Hätte ich auch noch mal ein paar Meter gehen können.
Aber auch das wird er noch lernen. Der ist schon so gut, der hat jetzt eine 77, der wird dann wahrscheinlich im Sommer ein Upgrade kriegen. Und dann wird er in den nächsten Jahren vielleicht so gut wie Vlahovic, vielleicht auch noch besser, je nachdem. Aber die stehen wieder ganz schön tief, ey. Schaut euch an, wo Larsson steht. Also die lassen uns auch gefühlt wieder bis in den Strafraum rein. Kulusewski, ja, schade. Ob das so gewollt ist? Wahrscheinlich. So, mal ein bisschen weiter weggedreht vielleicht, auf dem Fünfereck gezielt. Zack, dann weggedreht und Getruida und Bremer. Schade, knallt gegen den Pfosten. Der verdient sich auch nochmal irgendwann ein Tor durch seine Leistung. Oder dank seiner guten Leistung. Alleine Getruida. Verteidigung steht eigentlich, deswegen das 1:0. Der eine Fehler. Den müssen wir jetzt halt so ein bisschen versuchen auszubaden. Der Hut ist in der Mitte. Ja, macht er alleine. Macht er alleine. Schade, zu hoch. Chiesa wäre unten gewesen. Ja, vielleicht wäre der Ball... Ja, wobei, da wäre noch ein Verteidiger gewesen. War schon okay so. Ich glaube, da wäre Chiesa nicht rangekommen. Und ansonsten fast wieder 75% Ballbesitz. Es geht auch nur in eine Richtung. Wie gesagt, dieser eine Ball von Rugani da, den er leider nicht weiterbringen konnte. Das ist halt schon sehr ärgerlich. Aber wir machen weiter. Das sind gute Laufwege. Larsson mit dem Kopf. Vielleicht brauche ich doch Vlahovic zur zweiten Halbzeit. Wenn ich da in der Mitte Platz habe und durchaus die Flanken gut sind, dann brauche ich Vlahovic. Dann muss Larsson halt irgendwie gefühlt dann hängende Spitze spielen. Turin kommt mit dem zweiten Angriff. Dann wahrscheinlich zum zweiten Tor. Aber Bremer ist dazwischen. Da ist die Luke dicht. Ah, diese Fehlpässe, die sind es halt wieder. Bremer. Jetzt erstmal Halbzeit. Jetzt werde ich Vlahovic wahrscheinlich reinbringen. Weil ich brauche da vorne mehr Kopfballpräsenz. Und das kann ich halt von dem Larsson nicht erwarten. Der ist halt nicht 1,90 groß. Okay, Parma für das Inter-Ergebnis kriegen wir leider nicht. Larsson, wie groß ist der? Der ist 1,80. Der kann hängende Spitze spielen. Das mache ich auch, glaube ich. Ich wechsle einfach mal. Dann bringe ich Vlahovic rein, der auch nicht ganz so fit ist. Aber für die zweite Halbzeit muss das reichen. Ja, genau. So sollen wir erstmal reingehen. Dreierkette könnten wir natürlich dann auch nochmal machen. Larsson hier bei -12. Gut, also eine Dreierkette, die kann ich heute nicht spielen. Weil beide dann mit ihrer Stärke nach unten gehen würden. Also muss das jetzt mal so funktionieren. Muss Larsson hängende Spitze spielen. Vlahovic spielt vorne zentral. Und dann bin ich gespannt. Halbzeit 2. Ist ja sonst eigentlich nie so unsere Hälfte gewesen. Aber jetzt muss es halt unsere Hälfte werden. Vlahovic vielleicht. Erster Schuss, ja. Erste gute Aktion. Wer steht da am Tor? Den Keeper... Den kenne ich auch irgendwoher. Der kommt mir sehr bekannt vor. Hat auch ein fast echtes Gesicht. Müssen wir gleich mal gucken. Wer uns da bislang das Tore schießen so schwer macht. Aufgepasst. Lücke ist da. Karamo. Achtung, da ist keiner in der Mitte. Und das 2:0. Aus dem eigenen Eckball ausgekontert. Zu einfach. Zu leicht wieder das Gegentor kassiert. Das sind halt auch wir diese Saison. Das zieht sich schon so durch die ganze Saison. Niemand da und dann Rugani in der Mitte sieht auch wieder nicht glücklich aus. Bin ich ehrlich. Den kann er auch kriegen und dann aus 5 Metern. Gut, da kann er sich die Ecke aussuchen. Und wieder ist es der, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Hinten steht Barene drauf, dabei bleiben wir, glaube ich. Barene Xea. 5. Tor. Barene Xea. Gerade nochmal gehört, schade eigentlich. Aber gut, machen wir weiter. Wir haben noch Zeit. Wir können auch 3 Tore schießen innerhalb von fast 40 Minuten. Wir müssen halt nur irgendwann mal anfangen. Kulusewski, Gravenberg, jetzt muss da einer in der Mitte sein. Das ist kein Foul. Gut nachgesetzt. Aggressiv, aber trotzdem fair. Und Larsson.
Ja, genauso muss das jetzt gehen. Wir brauchen so eine kleine Drangphase. Und mal einen Anschlusstreffer auf jeden Fall. Und wieder steht uns da jemand im Weg, dessen Name ich immer noch nicht weiß. Nächste Ecke, Gertruida. Oh, jetzt Grafenberg. Das ist doch seine Position. Voll in die Magengegend. Ach, dann gibt es den nächsten Konter. Aber nicht mit Bremer. Da kommst du nicht vorbei. Oh, aber mit so Fehlpässen auch. So offensichtlich, Gertruida. Das darf natürlich nicht nochmal passieren. Das ist uns schon leider zweimal passiert. Das, ja, geht nicht. So offensichtliche Fehlpässe. Und wir haben ja vorne, ich habe gerade mal unten auf der 2D-Karte gesehen, da ist eine große Lücke eigentlich. Wenn wir das dann mal dementsprechend gut ausspielen würden. Aber Turin kommt, Achtung, fast zum dritten. Bremer und Davis behindern sich da so ein bisschen. Muss ich nochmal was anderes machen. Muss ich nochmal ein bisschen offensiver hier einstellen. Mal nicht so tief stehen hier. Bisschen nach vorne. Druck nach Fehler ist okay. Direkte Pässe. Ne, ich brauche eigentlich nur einen schnellen Aufbau. Und dann viele Leute vorne. Und apropos vorne. Dann können die drei eigentlich gleich vorne bleiben. Dann bleibt Vlahovic, glaube ich, auch vorne. Ist natürlich jetzt mit viel Risiko. Jetzt muss ich nochmal gucken, wer da im Tor steht auf der anderen Seite. Der Kollege 16 Schüsse. Ey, ich fühle mich wie in der Weekend League. Ganz ehrlich. Moment, so. Wer steht da hinten im Tor drinne? Nick Pope, ja, genau. Jetzt, wo ich das Gesicht sehe, wollte ich doch sagen, der kommt mir bekannt vor. Aber das ist ein Hammer, ey. 16 Schüsse. Aber gut, so ist es halt. Wenn ich die Chance nicht mache und der Gegner kommt halt zweimal vors Tor. Das sieht immer doof aus, aber dann ist es halt so. Vlahovic, ja, blind. Nee, den kriegt Chiesa nicht, nee. Ja, und gerade im Derby, ey, weißt du, so ein Sieg oder so ein Derby nutze doch eigentlich, um nochmal Kräfte freizusetzen, aber so setze höchstens beim Gegner Kräfte frei. Und bei unseren Konkurrenten. Achtung, Ball durch die Lücke. Rugani kommt wieder nicht ran und Castells rettet. Und Davis ist im Weg. Und würde die Entscheidung hier nochmal vertagen. Aber das ist jetzt das Risiko. Das, was wir gehen. Vorne die 4, die bleiben auf jeden Fall. Und dann dahinter muss auf jeden Fall alles stimmen. Kulusewski. Und Chiesa und der Anschluss. Seltenes Bild. Kopfballtor von Chiesa. Aber momentan ist mir dann alles recht. 71. Schnell gespielt. Hier wieder, ey. Im Unglück. Aber Chiesa dann steht richtig und köpft präzise ein. 2-1 nur noch. So, und vom Anschluss weg. Oh, die nutzen den Anschlussbug Lefebvre. Ja, und Davis ungewollt zur Ecke. Wollte ich eigentlich anders klären. Aber gut, hilft jetzt nichts. Viel Zeit ist nicht mehr. Davis klärt. Ja, und Larsson kriegt ihn kontrolliert und ist weg. Ich bin dann mal weg. Und Chiesa und Larsson auch. Der läuft durch. Jawohl, von hinten. Ja, das muss er warten. Ist niemand in der Mitte. Wo ist Vlahovic? Der muss längst in der Mitte sein. Was ist der da am Rumdümpeln? Tja. Chance vertan. Gravenberg. Da ist Vlahovic. Da ist Vlahovic! Incredibile! Da packt er den Hammer aus. Das gibt's ja gar nicht. Bellissimo Goal. Das müssen wir uns nochmal angucken. Da hat wirklich gar keine Zeitung mehr dazwischen gepasst. Aber auch wieder den Platz. Guck mal, im 16er. Die Zeit, sich zu drehen und das Ding dann in den Winkel zu schweißen, das ist natürlich extra klasse. Boah, perfekt getroffen. Keine Chance für Nick Pope. Mit eines der schönsten Tore, so vom ganzen Ablauf her. Annahme, Drehung, Schuss. Da ist jeder Fußballlehrer stolz drauf, wenn er das sieht. Und drehen wir das Spiel jetzt sogar komplett? Das ist die Frage. Das wäre überragend. Das wäre sehr, sehr wichtig. Vor allem, weil Inter uns im Nacken sitzt. Vlahovic mit 20 Toren. Das ist wirklich die Garantie. Unser Tor gerannt. Und der ist noch nicht fertig, glaube ich. Vlahovic, Kulusewski. Oh, wird er behindert. Ah, setzt sich durch. Wir machen weiter Druck. Weiterhin ins Pressing gehen. Aber nicht blind. Aber habe ich so eingestellt. Aufgepasst. Bremer steht dazwischen. Nein, oder macht er den Fehlpass? Der macht sonst nie Fehler. Aber er bügelt den aus. Weiter geht's.
Achtung, Rugani, Grätsche ist da, der Nachschuss kommt! Und irgendwie ist er drin. Auch ein Gewaltschuss. 84. Turin geht wieder in Führung. Also die anderen. Die von der anderen Mehrseite wahrscheinlich. Hier. War alles noch okay. Beide klären und dann wird der Ball genau so abgefälscht. Das sieht Oxlade-Chamberlain. Den erkenne ich auch. Oxlade-Chamberlain. Mit dem Schuss ins Glück für Turin. Aber nicht für uns. Das ist ein Hammer, ey. Aber so unglücklich. Was willst du machen? Und wieder, es ist sehr, sehr torreich. Es ist nicht langweilig. Also das ist mal wieder so ein typisches Spiel auch aus der Hinrunde. Das auch noch nicht vorbei ist. Vlahovic. Nächste Chance. Chiesa. Langes Eck. Pfosten. Aber weiter geht's. Vlahovic. Nächste Chance. Abgefälscht. Larsson. Nächster Schuss. Mann, hier geht's drunter und drüber. Hier geht's hin und her. Chance auf Chance. Und Nick Pope, der zieht sogar so zurück. Also wenn er sich mehr vielleicht in Richtung des Tores dreht, dann könnte er reingehen oder hätte reingehen können. Aber so, glaube ich, wird das mal wieder eine Niederlage. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Torschüsse. Also wir haben jetzt mindestens mal über 20 Schüsse. Das ist wahrscheinlich ein Torschussverhältnis von 5:23. Aber davon hast du halt auch mal ein Spiel. Wenn du halt so blöd bist und die Chance nicht machst. Dazu waren das noch 2 eigene Fehler. Gut, die Grätsche, die war halt unglücklich, dass der dann auf Oxlade-Chamberlain durchkommt. Aber Rugani beim ersten Tor unglücklich den Ball verloren. Tja, und das war's dann. Die spielen sich jetzt noch ein bisschen den Ball hin und her. Machen wahrscheinlich dann noch ein Tor. Ne, Bremer nochmal dazwischen, aber das wird nicht reichen. Die Zeit ist rum. 95 Minuten rum. 3:2. Ein sehr, sehr geiles Derby, muss ich sagen. Leider mit dem falschen Ausgang. Die Chance für Inter wieder ranzukommen auf einen Punkt und auch für Neapel vielleicht nochmal. Schade. Wieder ein verlorenes Spiel. Ich hatte mit der Statistik gar nicht so unrecht. Ich hatte 23 Schüsse tatsächlich. Anderen hatten 6. Und machen halt aus der Hälfte der Schüsse 3 Tore. Wir machen nur 2 und dann gehen wir halt am Ende als Verlierer vom Feld. Aber beim Gegentor auch schon alleine. Die Grätsche von Rugani und von dem Knie von Bremer, ja, tropft der Ball ab auf Oxlade-Chamberlain und der versenkt dann die Kugel. Ist halt schade, ist unglücklich, aber so bleibt es wenigstens spannend und jetzt gibt es die nächste englische Woche. Also haben wir jetzt im besten Fall nur noch, wenn wir dennoch in der Champions League weiterkommen sollten. Da brauchen wir natürlich auch ein bisschen Spielglück, das hatten wir gegen Turin nicht. Schade. Aber gut, hilft nichts, wir machen weiter. Spieler ist ausgerüstet, Lukaku ist auch wieder fit. So, jetzt natürlich die Frage, was machst du mit Vlahovic? Ich kann weder Lukaku noch Vlahovic auf der Bank lassen. Eigentlich muss ich mit 2 Stürmern spielen. Eigentlich musst du mit 2 Stürmern spielen, aber wie würde sich das denn darstellen? Wir gucken mal gerade hier. Oh, Inter nur noch 1 Punkt hinter uns. Der AC Mailand ist auch nur noch 6 Punkte hinter uns. Die haben auch kräftig aufgeholt. Die haben bei Bologna gewonnen. Inter hat bei Verona gewonnen. Und die spielen auch eine gute Saison. Die sind auf dem 11. Platz. Die haben mit dem Abstieg, glaube ich, nichts mehr zu tun. Gut, Benevento, die sind weg. Ach, das nervt mich immer noch. Ey, gegen Lecce und Benevento aus 2 Spielen nur 1 Punkt, glaube ich, geholt. Und die werden wahrscheinlich beide absteigen. Naja. Die Liga schreibt ihre eigenen Geschichten. Boah, das wird bis zum letzten Spieltag auch heiß zugehen. Aber genauso soll es ja auch sein. Von daher lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir gucken jetzt noch mal kurz auf den Kalender, wie das jetzt bis zum Saisonende ausgeht. Also hier englische Woche, 2 Tage Pause. Dann 2 Tage Pause, 2 Tage Pause, 3 Tage Pause. Und dann haben wir eventuell hier noch irgendwo das Champions League Finale. Und dann war es das mit der Saison. Also, auf geht's in den Endspurt. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, ciao.